Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir haben es immer noch, Sanduhren steht Kopf-Event. Das heißt, wir werden heute ein paar Sanduhren erblättern. Und zwar auf meinem Main-Account als auch auf meinem Battlemage. Denn dort werden die Sanduhren knapper als Trinkwasser in Kinshasa. Und deswegen werden wir da auf jeden Fall mal ein bisschen rein investieren, damit wir hier ein paar Sanduhren mal rausbekommen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum und legen direkt los hier mit den ersten 100er Stack. Das ist natürlich sehr nice. Die Stacks sind am Fliegen. Und ich hoffe mal, wir schauen mal zuerst mal hier ins Glücksrad rein. Ja, wieder mal kein Glück beim Glücksrad, sag ich mal, ne? Es ist wirklich zum Mäusemelken, muss man jetzt mal einfach mal so sagen, ja? Das Event geht mir schon, also jedes Mal, wenn jetzt Gold-Event ist, geht mir das Event wirklich auf den Sack, muss ich mal so wirklich an der Stelle mal einfach loswerden, ja? Weil ich verflucht kein Glück im Spiel habe, ja? Das ist absolut frech irgendwie, dass ich über mehrere Tage hier so einen enormen Abstand zu anderen Spielern verliere. Ne? Jetzt schon wieder hier, dass ich hier kein einziges Mal 75 Millionen Gold bekommen habe. Einmal auf den Goldbonus kommen sind 75 Millionen Gold. Das sind 7,5 Skillpunkte. Und wenn andere Leute über, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag 4 Tage jeweils 2 bis 3, manche sogar noch mehr reinlacken, 4 und 5 Mal pro Tag Gold bekommen, dann könnt ihr euch ausrechnen, was das an Skillpunkten sind, die ich an Abstand zu den anderen verliere, nur weil er nicht gönnt. So, und das finde ich frech. Ja, Glücksrad macht Auge, Hütchenspieler genauso. Hier, der bringt ja auch einen guten Erfolg, wenn du hier 5 Mal Gold bekommst, ne? Aber, ja, weiß ich nicht. Also das finde ich so ein bisschen. Ich finde diesen Reward, muss ich sagen, gut, wenigstens haben wir hier ein bisschen Glück. Ich finde den Reward tatsächlich ein bisschen übertrieben. Brauche ich eigentlich Tränke hier? Naja, nicht großartig. Ich finde den Reward sehr übertrieben, muss ich sagen, dass man so viel Gold jetzt bekommt. Einfach nur, wenn man halt eben Glück hat oder nicht. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich finde es eigentlich ziemlich krass, wie man sich da, oder was für ein Abstand man sich über die Zeit erspielen kann, wenn man halt nur einfach ein bisschen ins Glücksrad reinlackt. So, ne? Das finde ich ziemlich heftig. Und, okay, alles 10er-Stacks hier. Ja, so, und wir haben kein Geld mehr. Ne? Jetzt beginnt das wieder. Wir müssen mal schauen, womit machen wir hier unser Mula, ja, unser Para, unsere Flus, unser Money, unsere Moneten, unsere Cash, was uns sonst noch so gibt. Ja, ich habe eigentlich ein bisschen darauf gehofft, dass ich wenigstens ein bisschen. Ich hätte ja nur einmal beim Glücksrad, ein einziges Mal beim Glücksrad hätte ich jetzt nur Gold bekommen müssen. Dann hätten wir uns jetzt diese Folge schon finanzieren können. Alleine schon diese Folge jetzt hier. So, aber gut, wir lassen uns davon nicht abhalten. Wir werden natürlich trotzdem den Server hier hops nehmen, irgendwann eines Tages. Und da lasse ich mich natürlich von solchen kleinen Rückschlägen natürlich nicht aufhalten, ja. So, Sanduhren kaufen lohnt sich auf jeden Fall. Wer bereit ist, diese Pilze zu investieren, sollte dies auf jeden Fall tun. Und immer genug Sanduhren am Start haben, auch wenn ihr schon, ja, so wie ich jetzt schon genug habt, ne, es ist trotzdem immer noch mal nützlich, immer genug auf Tasche zu haben, weil bei mir gehen so viele Sanduhren flöten, ihr müsst euch vorstellen, ich klicke jeden Tag 320 Alu durch und nehme meistens dabei immer die 2 Minuten 30 Quest an. Ich sag mal, in 80% der Fälle nehme ich die 2 Minuten 30 Quest an, weil die sich einfach am meisten lohnt. So, und wenn ihr das jeden Tag macht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich wirklich pro Tag sehr viele Sanduhren, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viele, aber auf jeden Fall sehr viele Sanduhren verliere, so, ne? Aber dadurch, dass meine Startwache halt wirklich schon jetzt so enorm reinballert, ja, dass die außerhalb vom Gold-Event, was waren das, 86 Millionen oder so produziert, dann kommt das wirklich schon fast an das Gold-Event ran. Und hier ist ja gekappt, ne, weil da geht's nicht. Deswegen, auf jeden Fall, wenn ihr ein etwas höheres Level habt, dann guckt da nach, dass ihr da genug Sanduhren habt. Und Sanduhren sowieso für mich essentiell.
Weil ich muss sagen, außerhalb der Videos spiele ich meine Alu oder außerhalb der Streams, das kommt ja auch noch dazu, und Epic immer auf nebenbei, so auf ganz easy, spiele ich meine Alu eigentlich komplett gar nicht mehr normal, also normal in dem Sinne, dass ich sie halt durchlaufen lasse, so, ne, also ich skippe sie eigentlich wirklich immer, ne, und das liegt halt damit zusammen, dass meistens halt auch die Zeit dafür fehlt, ne, aber jetzt mittlerweile halt auch einfach der Reward zu krass ist, sich die Stadtwache die ganze Zeit, ja, eben nicht zu gönnen, ne? Und das sind halt eben zwei Faktoren, die mich dazu veranlassen, hier jetzt Geld auszugeben, ein paar Pilze zu investieren, um halt ein paar Sanduhren sich zu grabben, ne? Ja. So, ich habe mir jetzt, muss ich sagen, kein Limit gesetzt. Wir haben hier nochmal ein 100er-Stack gefunden, das ist ganz nice. Wir sind auf 7k, das ist natürlich wieder ganz cool. Ne, haben uns ein bisschen eingedeckt. Wir gehen mal noch auf 900 runter von den Pilzen her. Ich hoffe mal, dass bald wieder Pilz-Event kommt. Dann würde ich auch ganz gerne die Pakete aufladen, die ich dann auch immer noch nicht aufgeladen habe. Ne? Das verschafft mir dann auch nochmal einen guten Boost auf jeden Fall. Und ja, dann gehen wir gleich auf den Battle-Match rüber und blättern da nochmal, was das Zeug hält, weil da haben wir noch weniger Sanduhren am Start. So, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, nochmal ein 10er-Stack, nice. So. Und dann schauen wir mal auf den Bibar Battle Match. Mal gucken, wie es hier aussieht mit dem Gold. Ja. Gut, ich glaube, wir hatten jetzt hier zweimal Gold gehabt. Das ist so der Durchschnitt, muss ich sagen. Durchschnitt ist wirklich zweimal Gold an diesem Event. Also zweimal 75 Millionen. Alles, was da drüber ist, ist schon lucky. Ne? Und ja, wenn man es dann halt eben gar nicht bekommt, dann ist das schon unterirdisch, sag ich mal. So, wir blättern durch hier. Mal gucken. Ein paar Tränke könnte ich auch verknusen, muss ich sagen. Da werden wir auch mal auf plus 100 gehen jetzt. Oh, okay, ich muss dann ein bisschen langsamer blättern hier. So, damit ich da ein bisschen drauf 8 gebe. Hier, dass wir nicht 9, sondern 8. Ja, auch nicht 7, sondern wirklich 8, ja. Dass wir hier noch ein paar Tränke bekommen. So, Stärketrank, zack, nehmen wir auch mit. 100er Stack, nice. Coole Angelegenheit. Also ich muss sagen, ich feiere das sehr, dass sie jetzt die Möglichkeit bieten hier, sich eigentlich mit Sanduhren, na, Mist, da habe ich einen Stärketrank verpasst, ja, voll zu pumpen, ne, dass man da nie wieder Probleme hat, ja, was den Sanduhren-Haushalt anbelangt. Ja. So. Und ich muss sagen, oh nein, ich verpasse mal die blauen, Alter. Ich muss sagen, die Sanduhren lohnen sich ja so schon, aber zum Event hier, da muss man halt eben zuschlagen, ne? Also wer das nicht macht und hier aktiv mitspielen will, nachher im höheren Bereich, da ist man dann auch irgendwann selbst schuld. Ich meine, gut, ein Spin am Glücksrad, och, man schon wieder verpasst, würde das Ganze natürlich ausgleichen, ne? Aber gut, da muss man sich eben anderweitig durch Aktivität seine Skillpunkte verschaffen hier, ne? Eben durch Aktivität und nicht hier durch Glück. Ja, mal so stehen lassen hier, einfach mal. Ne? Wie ein Furz im Walde. So, oh, hey, ich weiß nicht, ich bin es nicht gewohnt, die blauen Pötte zu nehmen, weil ich bin immer so auf die grünen Pötte dressiert durch meinen Main-Account, durch den Magier, dass ich hier komplett verpeile eigentlich die, oh, jetzt kriege ich hier nur, die blauen Pots anzunehmen. So. Endlich mal ein 100er. So, wir trinken uns einen rein hier. Das muss auch mal sein. Zack. Ich habe hier mir auch kein Limit gesetzt, aber auf 5k Sanduhren würde ich erstmal schon ganz gern hochkommen. Ja, ich hoffe mal, dass wir da noch ein paar 100er Stacks noch bekommen hier. Ne? Auf dem Account skippe ich ja mittlerweile auch jetzt nur meine Alu durch. Ne? Und deswegen wird das da auch ziemlich knappig. So, ein paar Pots nehmen wir noch mit, jetzt nicht allzu viele. Und dann, ja, die nehmen wir jetzt nicht mehr. Und dann skippen wir uns da ein bisschen schneller durch, damit wir da nicht so drauf achten müssen. Nice. So, da noch eine Stärke. Genau. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, die nehmen wir nicht mehr mit. Oh, nice. 100er Stack, da freut man sich immer. 100er Stacks, immer nice.
10er-Stacks natürlich auch gut. Ist ja, ich meine, ist ja vom Preislichen her gesehen, nimmt sich das jetzt nicht nix. Ne? Nur, dass man halt eben weniger hat. Ne? Halt auch dafür weniger bezahlt. Aber ja, so auf 5K gehen wir hier hoch. Dann sind wir erstmal schon wieder good to go. Ne? Und dann, ja, ich meine, es gibt ja genug von diesen Events. So, ne? Man kann sich ja jederzeit damit eindecken. So ist ja nicht, ne? Deswegen jagt uns da ja keiner mehr, ne? Da ist ja, ne? Ich weiß noch, das allererste Mal, als wir hier dieses Event hatten, da wurde das ja als neues Event angepriesen und da wusste ja noch keiner von uns, wann es das nächste Mal geben wird, dass man sich wieder einstecken kann mit Sanduhren. Da hatten sich Leute, keine Ahnung, bis zu 30, 40, 50.000 Sanduhren irgendwie gekauft, ne? Damit sie irgendwie erstmal genug auf Tasche haben. Ne? Und es ist halt auch gar nicht so unrealistisch, sich so viele zu holen, weil die sind halt auch wirklich irgendwann weg. Ne? Und das halt in einer Zeit, wo man halt denken würde, jo, das geht eigentlich, ja, man hat so viele Sanduhren, man braucht nie wieder welche. Aber ich sag's euch wirklich, wenn ihr nachher in einem gewissen Levelbereich ankommt, dann geht ihr halt meistens nur noch auf die kürzesten Quests und dann könnt ihr mal zusehen, wie schnell wirklich so, ja, keine Ahnung, gefühlt 10.000 Sanduhren weg sind, ne? Wenn man halt wirklich immer die beste Quest annehmen will, ne? Ja, und das sind halt meistens, wie gesagt, die kurzen. Ja, deswegen auf jeden Fall immer keine schlechte Wahl, so, ne? Gut, wir gucken mal noch nach einem blauen Pot und dann machen wir hier ein bisschen, Fast Life hier im Shop. Da werden wir ein bisschen schneller hier blättern, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Ne? Ganz klar. So, nochmal eine Quest annehmen hier. Hallo. So, zack. Und ja, dann sollten wir auch erstmal genug Pots wieder am Start haben. Komm. So, einen blauen noch. Komm, gönn. Nee. Da ist der blaue. Okay, jetzt wird hier durchgespammt. Zack. So, ich finde es ja gut, dass die das hier aufhalten. Ne? Das ist sehr, sehr nice. Früher hat man sich geärgert immer. Da hat man gedacht, da bekommt man ein Epic und dann will man weiterklicken. Aber mittlerweile, ja, guckt ja keiner mehr großartig nach Epics oder so. Und bei Epics bleibt der Shop ja auch stehen. Ne? Aber mittlerweile ist ja der Dungeon das, ja, worauf man achten sollte. Oder der Legendary Dungeon, das, wo man sich eben, neu equippen tut. So, ne? Ah, komm, den nehmen wir noch mit. Ah, jetzt vielleicht nochmal ein 100er Stack oder so. Das wäre nochmal ganz nice. Und dann bin ich hier auch schon bald zufrieden. Wir sind hier gleich bei 4, 5. Ne? Haben jetzt noch nicht so viel Glück gehabt. Ich habe noch nicht so viele 100er Stacks gesehen. Viele 10er. Hallo? Ein Item hier. Ah, neue Ware anfordern. Ja, brauche ich nicht. So, sehr nice. Da haben wir den 100er nochmal. Ein 10er. Ja, nochmal ein 10er. Ja, komm, Alter. Er kann jetzt auch mal... Ah, da haben wir nochmal einen 100er dabei. Okay, wir sind auf 4,7. Und dann reicht das erstmal wieder für eine gewisse Zeit. Ja, durch den Hütchenspieler bekommt man ja auch immer nochmal gut Sanduhren, ne? Vor allen Dingen jetzt auch wieder zum Event. Da hält sich das eigentlich auch immer die Balance. Also auch die Free-to-Play-Spieler, die haben eigentlich so gute Karten, sag ich mal, durch den Hütchenspieler, sich immer über Wasser zu halten, was Sanduhren angeht. Man investiert zwar auch immer 10 Sanduhren da am Tag, wenn man jetzt den durchskippen würde, ne? Aber wenn man es halt Free-to-Play macht, dann oder jede Stunde angreift, dann spart man sich halt auch immens viele Sanduhren. Und wenn man dann noch auf Sanduhren geht, dann hat man da eigentlich auch kaum Mangel. So, ich blätter jetzt noch einmal, bis wir einen 100er-Stack haben. Okay, gut. Nice. Ja, man muss es nur einmal raufbeschwören. Ja, okay, dann war es das wieder mit dem Sanduhren-Steht-Kopf-Event. Eigentlich ist ein sehr cooles Event, wie ich finde. Ne, man kann sich gut eindecken hier mit Sanduhren. Und ja, dann soll es das für heute auch erstmal wieder soweit gewesen sein. Ich hoffe, das kleine, ja, Zauberladen-Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.